Iris, was ist denn daran so problematisch, wenn ich einen alten Freund treffen will? Dein alter Freund ist nicht das Problem, du bist es. Willst du es denn nicht haben? Ich glaube einfach, du hast zu viel Geld. Ach, hat er es Ihnen noch nicht erzählt? Er und Clarissa von Anstetten planen doch diesen Riesendeal mit der Orbis-Gruppe. Also sie treffen sich jetzt täglich. Sie wissen ja, wie sowas ist. Was hast du so gemacht? Heute Abend? Darauf gewartet, dass du nach Hause kommst und mich anlügst. Arno, ich will jetzt von dir die Wahrheit hören. Herrgott nochmal, ja! Ich war bei ihr. Aber es ist nicht so, wie du denkst. Sicher. Deswegen musstest du mir auch die Geschichte mit Georg vorschwindeln. Es war mir unangenehm. Was? Deine Lüge? Dieser unausgegorene geschäftliche Kram, ich wollte dich damit nicht belasten. Es ist schon schwierig genug für mich, mit ihr Kontakt zu haben. Clarissa hat mir einen größeren Auftrag besorgt. Ich war bei ihr, um die Einzelheiten zu besprechen. Das ist alles. Das hättest du mir doch erzählen können. Ich weiß doch, wie empfindlich du auf sie reagierst. Außerdem wollte ich warten, bis der Auftrag unter Dach und Fach ist. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Es ist so. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Na, Henning, wie kommt's, dass du dich nach Friedenau verirrt hast? Ein akuter Anfall von Familiensinn. Ich wollte dich vor der Vereinsamung retten. Ich bin in bester Gesellschaft. Tanja und Jan, die wohnen jetzt hier. Deine Mutter hat mir ein Zimmer hier gegeben. Es ist total romantisch, wunderschön. Na, hier scheint sich allerhand verändert zu haben. Und wird sich noch weiter verändern. Ich weiß gar nicht, ob es Ihnen Ihre Frau schon gesagt hat. Was denn? Ich habe mich mit ihr über meine berufliche Zukunft unterhalten. Und sie meinte, ich wäre jetzt weit genug für neue Aufgaben in Friedenau. Na, Gratulation. Du machst hier noch richtig Karriere. Und wieso weiß ich nichts davon? Ach, das wird sie Ihnen sicher noch sagen. Naja, jedenfalls soll ich alles, was die Geschäfte im Gestützbereich angeht, von der Pike auf lernen. Und bei deinem Tempo wirst du bald ganz Friedenau übernehmen. Schön, dass Sie sich so engagieren wollen. Ich habe natürlich überhaupt nichts dagegen, Ihnen mehr Verantwortung zu übertragen. Am besten, wir fangen damit an, dass Sie sich mit der Verwaltung der Stallungen beschäftigen. Jan wird Sie unterstützen, okay? Nichts lieber als das. Auf deine berufliche Zukunft. Mama, um Himmels Willen, was ist denn los? Nichts. Geh wieder ins Bett, Susanne. Ach komm, du sitzt doch nicht grundlos hier nachts auf der Treppe und weinst dir die Augen aus. Ach, ein kleines Eheproblem. Von Eheproblemen verstehe ich leider mehr, als mir lieb ist. Habt ihr euch gestritten? Es war nicht mal ein richtiger Streit. Es war... Papa war bei Clarissa von Anstetten. Aus angeblich geschäftlichen Gründen. Aber hat er immer behauptet, er will mit ihr nichts mehr zu tun haben. Aber wenn es geschäftlich war. Dann hätte er mich nicht anlügen müssen. Von wegen, er trifft sich mit einem Freund. Aber du kennst doch Paps. Die Firma ist sein Leben. Und wahrscheinlich hat ihm Clarissa so ein großartiges Angebot gemacht, dass er gar nicht ausschlagen konnte. Warum dann die Heimlichtuerei? Ich schätze, es war ihm peinlich, dir davon zu erzählen. Clarissa ist schließlich nicht irgendein Geschäftspartner. Nein, das ist sie wirklich nicht.
Frank. Du bist. Wieso bist du noch nicht fertig? Wir wollten noch in 20 Minuten in der Galerie sein. Damit Charlie mich noch mal rausschmeißt? Nee, darauf kann ich verzichten. Was pennst du auch in der Galerie? Reines Kunstinteresse. Ja, jetzt aber mal ernst. Deine Charlie, die war brutal stinkig auf mich. Jobmäßig läuft da nichts mehr. Ja, die ist ein bisschen rabiat, gebe ich ja zu. Aber sonst ist sie ganz okay. Die hat sich schon längst wieder abgeregt. Glaub eher, dass sie mir den Kopf abreißt, wenn ich da noch mal aufkreuze. Also ich finde sie ganz lustig. Außerdem, wie sie das alles schmeißt mit der Galerie und so. Bist wohl heiß auf sie, hä? Oder hast du sie schon genagelt? Ach, red nicht so einen Scheiß. Ah, bleib cool, Mann. War ja nur eine Frage. Also kommst du jetzt oder kommst du nicht? Naja, also Kohle könnte ich schon gebrauchen. Aber ich trau mich nicht. Ich seh mal zu, was sich machen lässt. Hey, danke, Alter. Du schaffst das schon. Man sieht sich. Alles klar. Oh, du bist ja immer noch da. Wie kommt's? Alles im Interesse der Jurisprudenz. Ich brauche ein paar Bücher für mein Studium. Theorie der juristischen Argumentation. Klingt ja wahnsinnig spannend. Müsstest du nicht längst wieder bei den Pferden sein und in deiner Blitzkarriere arbeiten? Ein halbes Stündchen habe ich schon noch Zeit. Sag mal, denkst du eigentlich noch manchmal an unser Bad im Geld? Ja, vor allem daran, dass Christoph jeden Moment hätte reinkommen können. Warum bist denn du heute so zugeknöpft? Magst du mich nicht mehr oder brauchst du ein schlechtes Gewissen? Vielleicht hast du es wieder vergessen, aber ich bin immer noch mit Sophie zusammen. Und ich bin sehr glücklich mit ihr. Mit mir könntest du aber noch glücklicher werden. Vergiss es, Tanja. Ich komme auch ohne dich ans große Geld. Tja, das glaube ich dir aufs Wort. Christoph hast du ja bereits um den Finger gewickelt. Das war eine Kleinigkeit. Und du, mein Lieber, bist der Nächste auf meiner Liste. Wenn du dich da mal nicht verrechnest. Was ist das denn, Florian? Oh, mein neuer Monitor. Und wo hast du das Geld her? Ich denke, du bist pleite. Ja, darf ich vorstellen? Julia, meine Retterin. Sehr großzügig. Na, etwas zu großzügig. Ich meine, so ein Ding, Monitor. das ist doch bestimmt nicht billig. Es war ein Notfall. Ich konnte nicht anders. Ja, wir sind rein in den Computerladen und haben das Ding ausgesucht und die Verkäuferin sagt, und wie wollen Sie zahlen? Und Julia, flop, mit meiner Kreditkarte. Einfach super. Nein, Julia, das ist wirklich zu viel Geld. Das geht nicht. Es war ein Sonderangebot. Florian war so geknickt. Und es hat mir so leid getan. Ja, endlich wieder online. Das hätte ich auch alleine auf die Reihe gekriegt. So ist es doch einfacher. Und Florian gibt mir das Geld irgendwann wieder. Ja, und ich bin der Kaiser von China. Was gibt es denn, Alex? Du hast dich sicherlich gewundert, als du mich bei der Aufsichtsratssitzung der Orbis-Gruppe gesehen hast. Stimmt. Nun ja, ich habe mich nun doch entschlossen, die Nachfolge meines Vaters anzutreten. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Heißt das, dass du kündigen willst? Nein, nein. Gerade darüber wollte ich mit dir ja sprechen. Ich müsste für die Orbis-Gruppe nur wenige Stunden in der Woche tätig sein. Und wenn du nichts dagegen hast, könnte ich bei dir weiterarbeiten. Alex, können wir das vielleicht ein andermal besprechen? Ich möchte gern telefonieren. Ach so, ja. Klar. Danke. Komm schon, komm schon, komm. Orbis-Gruppe, Clarissa von Anstetten. Gott sei Dank, Clarissa. Arno hier. Es ist genau das passiert, was ich immer befürchtet habe. Iris ist uns auf die Schliche gekommen. Ja, und was heißt das? Das heißt, dass alles zu Ende ist. Hörst du auch die Geschäfte? Alles. Arno, jetzt beruhige dich doch erstmal. Du willst dir doch nicht den Auftrag von der Orbis-Gruppe entgehen lassen. Ich beruhige mich gar nicht. Meine Ehe steht auf dem Spiel, verstehst du? Das Spiel ist aus. Es gibt da ein paar Sachen, die du wissen musst. Erstens, wir arbeiten nur mit anerkannten Züchtern zusammen. Das versteht sich doch von selbst. Zweitens, ohne tierärztliche Untersuchung findet kein Verkauf statt. Auf gar keinen Fall. Okay.
Hallo Tanja. Jan, ich muss was mit dir besprechen. Morgen steht ein wichtiger Pferdeverkauf an. Ich kann den Termin aber nicht einhalten, weil ich ein dringendes Gespräch bei Avatex habe, verstehst du? Soll ich die Sache erledigen? Ja, das wäre mir eine große Hilfe. Aber das Gespräch wird nicht einfach sein. Der Käufer ist ein sehr fähiger Geschäftsmann und von Pferden versteht er mindestens so viel wie ich. Ich lass mich schon nicht austricksen. Welche Tiere werden überhaupt verkauft? Ja, die zeige ich euch gleich. Tanja, Ja, was soll ich tun? ich möchte, dass die beiden Pferde einen erstklassigen Eindruck machen. Selbstverständlich. Darf ich morgen bei dem Gespräch dabei sein? Das wäre eine großartige Chance für mich, was Neues kennenzulernen. Bitte, Herr von Anstetten. Na ja, meinetwegen. Aber das Verkaufsgespräch führt Jan. Von ihm können Sie noch eine Menge lernen. Ich werde mir die größte Mühe geben. Das glaube ich. Ich meine, wir werden uns die größte Mühe geben. Na, schmeckt das Pausenbrot? Schinken auf Mayo. Wollen Sie mal probieren? Besser nicht. Zu viele böse Kalorien. Was liest denn da? Das ist ein Buch über Australien. Das ist echt mein größter Traum. Du bist so jung, Benji. Du hast so viel Zeit. Ich wandere auf jeden Fall aus. Hier, schauen Sie mal. Das Great Barrier Reef. Wunderschön. Das ist es. Und wenn ich alle Galerien der Welt dafür renovieren müsste. Ach, das fehlte mir noch, dass ich einen so fleißigen Arbeiter wie dich verliere. Da unterhalten wir uns vielleicht lieber mal über eine Gehaltserhöhung. Was meinst du? Echt? Das ist ja super. Dann bleibe ich garantiert bei Ihnen. Der Langschläfer. Sieh an. Geben Sie ihm auf jeden Fall eine Chance, okay? Es tut ihm echt wahnsinnig leid. Na gut. Aber nur, weil du mich so nett darum bittest. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Es war echt eine bescheuerte Aktion, hier einfach zu pennen. Schon gut, Frank. Hauptsache, du krempelst jetzt mal ordentlich die Ärmel hoch, ja? Darauf können Sie Gift nehmen. Sehnsucht nach Friedenau oder Sehnsucht nach deinem armen alten Vater? Beides. Aber es gibt noch einen Grund für meinen Besuch. Da bin ich gespannt. Bitte schön. Die ersten veröffentlichten Fotos deiner selbstständigen Tochter. Gut. Ja? Sehr gut. Es sind Chinchillas. Mhm. Es war mein erster Termin. Und die Chefredakteurin war auch sehr begeistert. Dann kann man der Fotografin Julia Brandner ja gratulieren. Hm? Danke. Übrigens, was hast du heute Abend vor? Ich wollte mit einigen Kollegen meinen Einstand feiern und du bist natürlich herzlich eingeladen. Da man dich ja sonst kaum zu Gesicht bekommt. Papa, weißt du, es ist so gut, endlich auf eigenen Beinen zu stehen und eigenes Geld zu verdienen. Mhm. Dann solltest du aber auch so konsequent sein und deine Ausgaben in Zukunft etwas reduzieren. Was meinst du denn damit? Hier. Alles Einkäufe, die du in den letzten Wochen getätigt hast. Ja, ich erinnere mich. Ich habe nichts dagegen, dass du kaufst, was du willst, aber dann bitte nicht mit meiner Kreditkarte. Hm? Ich werde das nächste Mal dran denken. Jetzt muss ich aber los. Wiedersehen. Ja, dafür bin ich gut genug. Iris Brandner? Clarisse von Anstetten. Haben Sie einen Moment Zeit, Frau Brandner? Bitte. Was kann ich für Sie tun? Ja, eigentlich rufe ich wegen Arno an. Sie möchten Arno sprechen. Nein, nein. Es ist nur... Ich bin ein wenig beunruhigt. Um ehrlich zu sein, ich mache mir Sorgen um Arno. Wie soll ich das verstehen? Ja, er hat völlig überraschend einen großen Auftrag abgesagt, den ich ihm vermittelt habe. Ja, Ich kann mir das einfach nicht erklären. Er ist doch ein gestandener Geschäftsmann. Haben Sie vielleicht eine Erklärung für sein Verhalten? Nein, das heißt nicht direkt. Der Auftrag wäre doch ein Segen für seine Firma. Sie haben doch nichts dagegen, dass Arno mit mir Geschäfte macht, oder? Warum sollte ich? Falls es irgendwelche persönlichen Gründe für diese Entscheidung gibt, möchte ich Ihnen versichern, dass meine Beziehung zu Ihrem Mann rein geschäftlicher Natur ist. Ja, sicher, natürlich. Ich verstehe nur nicht ganz, wieso er mir von dieser geschäftlichen Beziehung gar nichts erzählt hat.
Vielleicht können Sie noch mal mit ihm über diesen Auftrag reden. Ich kann's versuchen. Ich hoffe, zwischen uns sind jetzt alle Missverständnisse aus dem Weg geräumt. Ja, sicher. Und danke für Ihre Offenheit. Nichts zu danken, Frau Brandner. Auf Wiederhören. Und grüßen Sie Ihren Mann von mir. Auf Wiederhören. War echt nett von Charlie, dass er uns einen extra Bonus gegeben hat. Naja, wir haben ja auch geschuftet wie die Schweine. Er war trotzdem nicht nötig, dass es uns mehr gibt. Für ihren lieben Benji kann die Alte schon mal ein Fuffi locker machen. Fang doch nicht schon wieder an. Wir wollten noch was essen. Wollen wir auch. Keine Ahnung, wo sich so viel wieder rumtreibt. Ja, wenn das noch lange dauert, dann gehe ich wieder. Was ist denn? Hast du schon was vor? Nein, habe ich nicht. Aber wenn ich nichts in den Magen bekomme... Ja, ich kann mir schon denken, was los ist. Charlie hat dich für heute Abend eingeladen, stimmt's? Oh, du nervst echt. Ach, begreif doch endlich. Wenn du so ein bisschen rumbaggerst, dann spuckt die Alte vielleicht noch ein paar Scheinchen mehr aus. Du tickst ja nicht mehr richtig. Mann, ich hab Ahnung. Glaub mir, wenn du es richtig anstellst, dann tut die alles für dich. So einen Scheiß mache ich nicht. Das Geld ist mir egal. Ich dachte, du wolltest unbedingt zu Kohle kommen. Naja, Australien, hm? Ja, klar will ich. Eben. Mann, Charlie, die Charlie, die schwimmt doch in Kohle demnächst. Und du musst nur ein bisschen nett zu ihr sein. Hey, du lächelst ja wieder. Hast du dich mit Paps versöhnt? Nee, noch nicht, aber so wie es aussieht, habe ich mir ganz unnötigerweise Sorgen gemacht. Ich muss noch mal in aller Ruhe mit ihm drüber reden. Schön, das freut mich. Ich hoffe, er kann mir das verzeihen und trägt mir es nicht nach. Also bei dem Duft, da wird er dir einfach nicht widerstehen können. Toll, ne? Ist doch von Julia, oder? Sie hat's mir geschenkt. Also, ich finde es zwar ein bisschen übertrieben, aber sie wollte mir eine Freude machen. Die korrupten Brandners. Was heißt denn hier korrupt? Bei mir hat sie es auch mit Parfum versucht, aber ich habe sie abblitzen lassen. Ach, Susanne, betreibst doch nicht. Es dreht sich alles nur noch um Julia und ihr Geld. Nun mach mal halblang. Merkst du denn nicht, was hier abgeht? Anna bekommt Designerklamotten geschenkt, dich besticht sie mit Parfum, Florian kriegt einen funkelnagelneuen Monitor. Du meinst daher, Peter Wind? Mhm. Ich finde, sie spielt einfach ein bisschen zu viel, die spendable Samariterin. Sie kommt nun mal aus einer reichen Familie und hat ein ganz anderes Verhältnis zu Geld. Du musst eben noch einiges lernen. Das tut sie aber nicht. Sie soll mich bloß in Ruhe lassen mit ihrem Zaster. Womit habe ich das denn verdient? Das fragst du noch? Wie soll ich dir denn widerstehen, wenn du so verführerisch hier liegst? Wenn das so ist, dann würde ich mich in Zukunft häufiger auf dein Bett legen. Oder besser noch, ich stehe gar nicht erst auf. Ich find's toll, dass wir jetzt so eng zusammenarbeiten. Nicht aufhören. Ich fange gerade an, mich daran zu gewöhnen. Erst musst du mir versprechen, dass du mir alles über das Gestüt beibringst. Versprochen. Warst du denn mit meiner Leistung heute zufrieden? Du warst perfekt. Engagiert, interessiert und enorm sexy. Komm, lass uns schlafen. Wir wollen doch morgen fit sein, wenn der Käufer kommt. Wir müssen um 6 aus den Federn. Nur keine Panik. Ich werde die Pferde striegeln, dass sie nur so glänzen. Und sich von selbst verkaufen. Das glaube ich dir aufs Wort. Ich weiß, was du kannst. Ich freue mich schon auf die Verkaufsverhandlung morgen. Es gibt noch so viel, was ich von dir lernen kann. Und so viel, was ich von dir lernen kann. Übrigens sind Ihre ersten Bilder hervorragend geworden. Danke. Aber es war nicht ganz einfach. Die Chinchillas wollten sich partout nicht ablichten lassen. Und da musste ich sie überlisten. Ich habe die Kamera genommen, in den Käfig gestellt, mit Futter abgedeckt und dann habe ich auf den Fernauslöser gedrückt. Gut improvisiert. Ach, und übrigens, Julia, Sie sind begabt, tüchtig,
und haben genau die richtige Portion Ehrgeiz. Sie werden ihren Weg gehen. Abgesehen davon haben meine Kollegen ihre Tochter bereits zu unserem Redaktionsengel erkoren. Redaktionsengel? Oh, Donnerwetter. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist das in dieser kurzen Zeit? Doch, das ist nicht übertrieben. Schön. Stimmt. Na, im Ernst. Wir mögen Julia alle sehr. Sie ist eine absolut nette und hilfsbereite Kollegin. Ja, jetzt werde ich aber ein bisschen rot. Aber es stimmt. Sehen Sie? Bescheiden ist sie auch noch. Sie können wirklich stolz auf ihre Tochter sein. Ja, das bin ich auch. Meistens, jedenfalls. Ja, was sitzen wir hier rum? Trinken wir doch auf meine Tochter. Auf dein Wohl, Julia. Und auf den allerbesten Papa der Welt. Es war ein wunderschöner Abend. Heben wir zum Abschluss noch einmal unser Glas auf unsere neue Kollegin Julia und wünschen ihr für ihren weiteren beruflichen Werdegang alles Gute. Prost. Entschuldigen Sie, aber ich muss Sie einen Moment sprechen. Haben Sie die Rechnung? Darum geht's. Natürlich. Aber es wäre besser, wenn wir das hier nicht besprechen würden. Ja, ich komme sofort. Es muss wirklich schön sein, Pferde zu züchten. Ich beneide Sie richtig. Ja, das ist aber auch ein gutes Stück harte Arbeit. Das glaube ich schon. Und ich meine, ohne mein Gestüt wäre, ich würde sagen, mein Leben nur halb so viel wert. Wie viele Pferde haben Sie denn? Ja. Ich komme gleich wieder, ja? Ja, ist gut. Wie viele Pferde haben Sie? Was gibt es denn? Tut mir leid, aber mit dieser Karte können Sie die Rechnung nicht bezahlen. Wieso? Was ist damit? Die Karte ist gesperrt. Das kann nicht sein. Wir haben nachgefragt. Die Sperrung ist heute Nachmittag erfolgt. Es tut mir wirklich leid. Ja, danke. Ich werde das sofort klären. Papa, entschuldige bitte. Ja. Kann ich dich einen Moment sprechen? Ja, ja. Entschuldigung. Was hast du denn? Die Karte ist gesperrt. Von dir? Ja. Weißt du überhaupt, in was für eine peinliche Situation du mich damit bringst? Unabhängigkeit hat ihren Preis. Und dazu gehört nun mal auch, dass du für deine Rechnung selbst verantwortlich bist.